Herzschlag ist wieder normal. Wir operieren heute aber nicht nur den Pianosaurus, wir rufen jetzt nämlich noch über sein Handy Daumen an, damit er hierher kommt und wir ihn auch noch aufschneiden können. Da kannst du mich nicht aufschneiden, ich bin ja ein Computer. Ja, natürlich können wir dich aufschneiden, Dr. Harley Sawyer. Und ich würde sagen, mit dir fangen wir auch direkt an. Hast du mich gerade Elektro geschossen? Ja, du darfst nicht nämlich erst bei 10.000 Likes aufschneiden. Was? Wir dürfen nicht erst bei 10.000 Likes aufschneiden? Gebt jetzt alle mal einen fetten Daumen nach oben, damit wir am Ende vom Video in Dr. Harley Sawyer reinschauen In können. mir sind die gruseligsten Das Sachen. werden wir sehen, aber jetzt schauen wir erstmal, was hier noch so im Pianosaurus drin ist. Und welche Taste da schon war. Freunde, ich bin wieder in seinem Magen. Und ich glaube, er hat was Lebendiges gegessen. Da bewegt sich irgendwas. Ich zieh's mal raus. Hier im Pianosaurus Magen. Einfach ein lebendiger Fisch. Der ist auch übel schleimig. Der Pianosaurus hat einfach einen lebendigen Fisch gegessen. Setz mich mal schnell wieder ins Wasser. Oh, Freunde, ich sehe hier noch mehr in seinem Magen. Da ist super ekliges Zeug drin, aber ich hatte noch eine Idee. Was wäre, wenn wir jetzt auch noch seinen Kopf aufschneiden? Und schauen, was da drin ist. Da müsste ja eigentlich ein Gehirn drin sein. Aber so, sein Kopf ist aufgeschnitten. Und ich greife direkt mal rein. Und in welcher Taste da drin irgendwas? Ich glaube, das ist Tyrannosaurus Gehirn. Ja. Das rammelt hier richtig rum. Tun wir es mal auf diesen Teller hier. Geht und... Boah, das riecht voll gut. Können wir das vielleicht sogar essen? Ich meine, das sieht so ein bisschen wie Wackelpudding aus. Ich würde sagen, ich beiß einfach mal rein. Au. Boah, das ist übel lecker. Willst du auch mal probieren, Vogelmann? Nein, danke, das sieht eklig aus. Okay, dann nicht, Vogelmann. Aber dieses Wackelpudding-Gehirn ist wirklich super lecker. Na ja, greifen wir mal wieder in seinen Magen und schauen, was der Pianosaurus noch so gegessen hat. Und wow, ich spüre da irgendwas Kaltes. Ich zieh's mal raus. Das ist so ein Päckchen. Und hier steht giftiger Abfall. Dinosaur-Slushy drauf. Oh, das bedeutet, das ist ein Slushy vom Pianosaurus. Lass uns den mal aufdrehen und probieren. So, der Deckel ist ab. Und ich drücke hier oben ein bisschen Slushy raus. So. Und boah, der sieht cool aus. Probieren wir ihn mal. Der ist super sauer, Freunde. Der hat sich zusammengezogen. Freunde, würdet ihr euch trauen, ein Slushy von dem Pianosaurus zu probieren? Der war auf jeden Fall super sauer. Naja, lasst uns schauen, was hier noch im Magen vom Pianosaurus drin ist. Ich ertaste da noch mehr und das hier. Ist ein Pianosaurus-Fisch. Boah, sieht der krass aus, Freunde, wenn wir den anschauen sollen. Dann schreibt jetzt direkt mal Pianosaurus in die Kommentare. Und dann schauen wir den in einem der nächsten Videos. Abonniert kostenlos diesen Kanal, um das Video dann nicht zu verpassen. Oh, was ist das? Ah, hier drin ist etwas. Das sieht so aus wie ein Gesicht. Hat Pianosaurus etwa einen Menschen gegessen? Ich zieh's mal raus. Und nein, das ist kein Mensch, sondern das ist nur so ein Gesicht. Und aus der Nase von diesem Gesicht schauen ganz schleimige Popel raus. Lass uns die mal aus seiner Nase rausziehen und die sind übel wabbelig. Naja, holen wir mal alle raus. Aber wow, der Kopf von diesem Gesicht hat sich gerade geöffnet. Und da ist ein Gehirn rausgeflogen. Schaut mal, wie winzig und grün das ist. Ist ja super komisch. Warum hat der Pianosaurus denn sowas gegessen? Vielleicht dachte er, es war ein echter Mensch, aber das Ganze hat mich auf eine Idee gebracht. Lasst uns mal durch Pianosaurus Magen und zu seiner Nase greifen und schauen, ob da irgendwas dahinter ist. Und ja, ich hab da was, ich zieh's raus. Hier aus der Öffnung von seinem Bauch und wow, hinter der Nase vom Pianosaurus war so eine komische Dose und da steht, puste deine Rotze drauf. Das bedeutet, in diesem Behälter ist Pianosaurus Rotze. Und mit diesem Röhrchen hier sollen wir in die reinblasen. Okay, machen wir das direkt mal. Ich öffne diese Verpackung hier. Weg mit dem Deckel und das riecht schon übel nach Rotze, aber naja. Wir stecken jetzt den Strohhalm rein und pusten rein. Let's go. Freunde, wenn wir hier reinwerfen, macht Pianosaurus Rotze ganz große Blasen. Lass uns mal eine davon probieren. Ich puste mal eine auf. So, hier ist eine und die probieren wir jetzt. Und die schmeckt nach Popel. Igitt, das sollten wir, glaube ich, lieber nicht essen. Schauen wir mal, was wir noch im Pianosaurus finden können. Und boah, da ist was Riesiges drin. Bevor wir das rausholen können, müssen wir das Loch noch ein bisschen größer schneiden. So, das sollte reichen. Ich greife rein. Und boah, hier im Pianosaurus ist ein riesiger Automat. Und auf diesem Automat steht Pianosaurus Organ-Greifautomat drauf. Was? Und ja, stimmt. Hier in diesem Greifautomat liegen ganz viele Organe. Ich sehe da einen Finger und ein Auge. Und da hinten ist sogar ein Ohr. Probieren wir direkt mal eine Sache rauszuholen. Ich versuche mal diesen Finger hier zu kriegen. Und oh ja, wir haben einen Finger und ein Auge gegriffen. Transportieren wir es mal rüber zum Ausgang und schütten es jetzt hier raus. Wow. Und jetzt haben wir einen Finger. Boah, sieht der eklig aus. Und ein Auge gewonnen. Das Ding ist, dieses Auge ist kein normales Auge. Das kann man aufpacken. Und da drin ist Schokolade. Boah, lecker. Ich liebe Schokolade. Freunde, schreibt mal Poppy Playtime in die Kommentare, wenn ihr auch so einen coolen Organautomat haben wollt. Naja, hier im Pianosaurus ist noch mehr, wollte ich sagen, aber hat der Pianosaurus gerade gefurzt? Ja. Es stinkt übel. Aber das bringt mich auf eine Idee. Lasst uns doch durch seinen Magen einmal hier runter zu seinem Po greifen und schauen, ob da irgendwas ist. Und ja, ich ertaste da irgendwas. Ich zieh's mal raus. Und das sieht aus wie eine Toilette. Und ja, hier steht es auch. Das ist die Toilette vom Pianosaurus. Und da drin liegen irgendwelche kleine braune Häufchen. Igitt, aber
Oh, die riechen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Lasst uns mal eins davon probieren. Boah. Diese Häufchen schmecken nach Schokokuchen. Was? Das heißt Pianosaurus Kaka? Schmeckt nach Schokokuchen? Ist ja super lecker. Als ich hier unten an Pianosaurus Po war, habe ich aber noch was gespürt. Ich gehe mal noch mal nach hier unten. Und das war was Wabbeliges, Langes. Ich zieh's mal raus. Und ich glaube, das hier ist Pianosaurus da. Der ist übel lang und sieht super eklig aus. Und der ist genauso grün wie der Pianosaurus. Denkt ihr, man kann den auch essen? Ich probiere direkt mal ein Stück davon. Der Darm von Pianosaurus. Schmeckt übel süß wie eine Süßigkeit. Und nach Apfel. So was Leckeres habe ich lange nicht mehr gegessen. Das Ding ist, ich habe hier unten noch mehr gespürt. Und ich glaube, ich hab's. Ja, ich zieh's mal wieder raus. Und das ist irgend so ein wabbeliges Ei. Und aus dem Ei schaut ein Dino raus. Das ist ein Baby-Dino. Ist es vielleicht das Baby vom Pianosaurus? Das kann sein. Und es ist einfach so halb geschlürft. Man kann es auch so komisch quetschen. Und dann sieht's ganz eklig aus. Setzen wir es lieber mal wieder in den Pianosaurus ein. Jetzt, wo ich aber wieder in ihm drin bin, merke ich, dass wir noch was im Magen vom Pianosaurus vergessen haben. Hier drin ist nämlich noch so eine kleine Erdbeere. Das ist aber keine normale Erdbeere, sondern eine Erdbeere-Süßigkeit. Packen wir die direkt mal auf. So, die Folie ist weg. Und das hier unten können wir abnehmen. Und hier unten ist ein Lolli dran. Oh, und der schmeckt auch übel nach Erdbeere. Das Ding ist, wenn wir den Lolli wieder hier drauf machen und dann schütteln, bleiben ganz viele blaue Kugeln an dem Lolli hängen. Und mit diesen Kugeln schmeckt der Lolli. Sauer. Das sind bestimmt Zitronenkugeln hier unten drin. Das ist auf jeden Fall eine coole Süßigkeit. Hier aus dem Magen vom Pianosaurus schaut gerade irgendeine Blase raus und die wird immer größer. Sie wächst und wächst. Wow, diese Blase ist gerade geplatzt. Und der war Schleim und der ist jetzt überall in meinem Gesicht. Das ist eklig. Und dieser Schleim stinkt doch übel. Naja, das bringt uns nicht davon ab, noch mehr aus dem Pianosaurus rauszuholen. Ich greife noch mal in den rein. Hier oben in die Richtung von seinem Mund. Und ich spüre da was. Ich zieh's raus. Und das ist Pianosaurus Spuckeschau. Das klingt auf jeden Fall übel eklig. Aber es kann nicht ekliger sein als der Schleim, der gerade in meinem Gesicht war. Lass uns den Schaum mal aus dieser Tube hier rausdrücken. So. Und, der sieht ja super eklig aus. Sollen wir den probieren? Dann essen wir Pianosaurus Spucke. Machen wir das direkt mal. Let's go. Pianosaurus Spucke. Schmeckt nach faulen Eiern. Was hat er denn gegessen? Wow. Und was schaut da gerade aus seiner Nase raus? Ziehen wir da mal dran, Freunde. So. Das ist Pianosaurus Nase. Also ein ganzer Schleimfaden Rotze. Lasst uns lieber wieder Sachen aus dem Inneren von seinem Körper rausholen. Genauer gesagt bin ich gerade hinter seinen Augen. Und ich ertaste da was. Ich zieh's raus. Und das sieht so aus wie eine Brille. Ja, Freunde, das hier ist eine Brille, die man sich aufziehen kann. Und jetzt haben wir so komische Dino-Augen. Und wenn man hier ranzieht, dann blinzeln die. Wie lustig. Das ist super cool. Ich gehe mal hier unten zu Pianosaurus Hand und schau, ob wir da noch was finden. Und ja, ich hab was. Und das ist ein Päckchen. Und da steht saftige Tropfgummibärchen drauf. Mit einem Pianosaurus-Finger. Ach, deswegen war das an seiner Hand. Machen wir das mal auf. So, hier sind die Gummibärchen. Und hier unten ist der Pianosaurus-Finger drin. Und boah, in dem ist irgend so eine komische Flüssigkeit. Machen wir die mal auf die Gummibärchen drauf. So, hier einmal reinfüllen. Und probieren jetzt eins davon. Boah, das schmeckt übel lecker nach Cola. Ich liebe diese Gummibärchen. Aber ich bin gespannt, was hier noch so in ihm drin ist. Ich will mal ein bisschen in ihm rum. Und boah, ich spüre da irgendwas Eckiges, Hartes. Ich zieh's mal raus und wow. Hier, Pianosaurus ist doch so eine Box gewesen. Und da sind übel viele Wahrzeichen drauf, dass man sie nicht öffnen soll. Freunde, wenn wir diese Box trotzdem öffnen sollen, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Und dann öffnen wir sie gleich. Stellen wir sie mal so lange hier hin. Das Ding ist, ich spüre im Pianosaurus jetzt nichts mehr. Nein, der ist komplett leer. Und deswegen rufen wir jetzt direkt Dory the Domen an. Damit der auch hierher kommt und wir ihn auch aufschneiden können. Machen wir das direkt mal. Das Welt. Hoffentlich geht er gleich ran. Aber wow. In dieser Box hat sich gerade irgendwas bewegt. Wie gruselig, die öffnen wir. Direkt nachdem wir mit Dory telefoniert haben. Also bleibt dran. Aber wow, Dory ist rangegangen. Warum ich dich anrufe? Hier bei mir liegt gerade dein Freund Pianosaurus. Und den habe ich aufgeschnitten. Und wenn du ihn retten willst, musst du hierher kommen. Das hast du nicht wirklich getan. Ich komme jetzt sofort zu und dann wirst du was erleben. Oh, und er hat aufgelegt. Dory the Domen ist hier auf dem Weg zu uns. Und bis er bei uns angekommen ist, öffnen wir jetzt noch diese komische Box, die im Pianosaurus drin war. Weil ganz viele von euch haben einen Daumen nach oben gegeben. Ich mach die Box auf. Let's go. Aus dieser Box ist eine Spinne rausgesprungen. Aber das ist keine echte Spinne, sondern eine Gummispinne. Ich wurde von Pianosaurus geprankt. Nein, aber wow. Und das ist der Überwachungskamera-Alarm. Und das bedeutet, Dory muss hier irgendwo im Haus sein. Lasst uns mal auf die Überwachungskamera schauen und ja, da ist er, Freunde. Dann lasst uns jetzt direkt rüber zu Dory gehen und ihn dann auch auf den Operationstisch bringen. Komm mit. Freunde, hinter dieser Tür ist jetzt Dory the Domen. Und ihr fragt euch bestimmt, wie wir ihn einfangen und auf den Operationstisch bringen. Das machen wir mit Hilfe von diesen Orbis hier. Die schütten wir jetzt über den gesamten Boden. So, und die machen ihn übel glibberig. Ich kann schon fast nicht mehr das Gleichgewicht halten. Und wenn wir diese Tür jetzt aufmachen und Dory zu uns rufen, wird auf uns zugerannt kommen und voll auf diesen Orbis hier ausrutschen. Machen wir das direkt mal, Freunde. Dory, hier bin ich. Und dann kommt schneller. Wir verstecken uns hier hinter dem Regal. Und jetzt soll er gleich kommen. Ja, Dory kommt rein, da ist er. Wow, schau. Dory ist komplett hingefallen. Und bewegt sich nicht mehr, Dory. Nein, er schläft. Dann würde ich sagen, trage ich ihn jetzt direkt rüber in den
Operationssaal. Und wir sehen uns dort gleich wieder. Okay, Dory the Doorman liegt auf unserem Operationstisch. Und jetzt schneiden wir ihn direkt mal auf. Und schauen, was in ihm so drin ist. Hier in Dory ist es auf jeden Fall schon super schleimig. Das Ding ist, jetzt kann ich in seinen Magen reingreifen. Let's go, machen wir das mal. Und ich spüre hier drin irgendwas Hartes. Ich zieh's mal raus und wow. Das ist einfach ein Pizzakarton, Freunde. Was? Hat Dory seine Pizza etwa mit Karton gegessen? Vielleicht weiß er nicht, wie man eine Pizza richtig isst. Machen wir sie mal auf. So, wow. Freunde, das ist keine normale Pizza. Sondern diese Pizza hier ist aus Knete, so wie es aussieht. Ja, man kann ein Stück abbrechen und dann zerkneten. Aber ja, macht Sinn. Dory the Doorman besteht ja auch aus Knete. Probieren wir mal ein Stück von dieser Knetpizza. Wow. Diese Knete schmeckt nicht nach ekliger Knete, sondern nach Pizza. Wie lecker. Naja, tun wir die mal zur Seite und schauen, was hier noch in Dory drin ist. Ich bin immer noch in seinem Magen und ich habe da noch was. Das ist wieder super hart. Und es ist ein Dory the Doorman Blaster. Ja, und da war so ein Fläschchen dabei. Freunde, ich glaube, wir müssen den Blaster in dieses Fläschchen hier reintunken. So, und drücken jetzt auf ihn drauf. Let's go. Und wow, hier vorne entsteht voll die große Seifenblase. Die wird immer größer und größer. Und jetzt ist sie geplatzt. Wow, das heißt, dieser Blaster macht riesige Seifenblasen. Wie cool. Warum auch immer Dory diesen Blaster gegessen hat. Das schmeckt doch nicht. Na, lass uns Dory jetzt direkt mal an seinem Kopf aufschneiden, um zu schauen, wie sein Gehirn aussieht. Das von Tyrannosaurus war ja schon super krass. Let's go. Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Ja, warum nicht? Willst du, dass wir lieber dich aufschneiden? Nein, dafür fehlen euch noch genau 10 Likes. Was? Nur noch 10 Likes, Freunde? Wenn du noch keinen Daumen nach oben gegeben hast. Mach das jetzt, damit wir den Doktor am Ende vom Video noch aufschneiden können. Wir brauchen deinen Daumen nach oben. Aber gut, jetzt schneiden wir Dory the Doorman erstmal hier am Kopf auf. So. Das sollte reichen. Und jetzt können wir nach innen zu seinem Gehirn greifen. Let's go. Da drin ist alles übel wabbelig. Aber ich spüre da drin nicht. Nur so was ganz Kleines. Ich zieh das mal raus. So und wow. Das ist ein Gehirn. Aber ein Mini-Gehirn. Wie lustig. Aha, Dory hat voll das kleine Gehirn. Das heißt, eigentlich muss er super dumm sein. Naja, lass uns mal nochmal in Dorys Kopf greifen. Aber diesmal greifen wir runter in seinen Mund. So, ich greife einmal von innen rein. Nach da drüben. Und ich hab da was. Wow, ich zieh's mal raus. Und das sind Dorys Zähne. Was? Seit wann hat Dory the Doorman denn Zähne? Die habe ich noch nie gesehen. Aber gut, der muss ja auch irgendwie essen. Und wow, hört mal. Es klingt so, als wären seine Zähne hier in der Verpackung drin. Machen wir die mal auf. So, hier oben können wir so ein Fach aufschieben. Und wir schütten uns seine Zähne auf die Hand und boah. Dorys Zähne sind übel blau. Das Ding ist, die sehen so aus, als ob sie schon zerkleinert sind. Dann probieren wir mal eine Handvoll davon. Die sind übel knusprig. Die schmecken lecker, so wie Kaugummi. Dory the Doorman hat also Kaugummizähne. Ich habe in Dorys Mund aber noch mehr gespürt. Ich gehe mal noch mal in ihn rein. Und zieh es raus und boah. Das sieht aus wie ein Megafon. Nur, dass es die Form von einem Mund hat. Reden wir mal hindurch. Hallo, ich bin Dory the Doorman. Und boah, das hat meine Stimme übel verändert. Ich habe mich so angehört wie Dory the Doorman. Ich bin so dumm und hab nur ein Mini-Gehirn. Ist das lustig, aber aus diesem Megafon kommt doch irgend so eine blaue Zunge raus. Lasst uns an der mal ziehen. Und boah, diese Zunge kann man hier oben irgendwie aufmachen. Und in der ist so blaue Flüssigkeit. Ja, das ist bestimmt Zungenschleim oder so. Lass uns den mal probieren. Das ist super sauer und schleimig. Richtig und oh nein. Freunde, mein Gesicht hat sich gerade einfach blau gefärbt. Aber jetzt ist es wieder normal. Wow. Das heißt, dieser Zungenschleim hat auch mein Gesicht blau gefärbt. Naja, jetzt waren wir genug in seinem Kopf drin. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. Nämlich zu seinem Po hier unten. Und boah, ich spüre da was richtig Großes. Ich zieh's mal raus. Und das ist eine Dory the Doorman Toilette. Ja, und hier ist auch ein Pömpel dabei gewesen. Ist ja super komisch. Man kann sogar die Spülung hier nach unten drücken. Wow, und als wir das gerade gemacht haben, ein Geräusch von Dory the Doorman aus der Toilette. Und wir können mit diesem Pömpel hier auch in die Toilette reinpömpeln. Machen wir das mal. Und schauen, was passiert. Wow. Der geht aus dieser Toilette. Ist gerade diese Kacke hier rausgeflogen. Ist das vielleicht die Kacke von Dory the Doorman? Boah, das riecht auf jeden Fall so. Legen wir sie mal wieder zur Toilette. Und schauen, was noch so in Dory the Doorman drin ist. Wir gehen wieder hier runter zu seinem Po. Boah, da ist irgendwas Langes. Ich glaube, ich hab's seinen Darm. Ich zieh's mal raus. Boah, ja. Ich glaube, das ist sein Darm. Ja, hier steht's drauf. Aber der ist eingepackt. Wie komisch. Holen wir ihn mal aus seiner Verpackung raus. So, und hier einmal wegmachen und boah. Ich glaube, sein Darm ist irgendeine Süßigkeit, oder? Das sieht aus wie eine Süßigkeitenkette. Nur, dass sie riesig lang ist. Probieren wir die mal. Und boah, ja, das hier sind Zuckerperlen außen dran. Wie lecker. Jetzt habe ich was Besonderes vor. Ich will jetzt nämlich in einen Finger von Dory reinschauen. Ich nehme mal den Daumen hier hinten und schneide ihn ab. Let's go. Ich hab ihn und boah, ist der Ding. Der ist viel größer als mein Daumen. Aber macht Sinn, Dory ist ja auch größer als ich. Aber wow. Schaut mal, man konnte seinen Daumen aufmachen. Und hier drin ist ein Lolli. Das war aber noch nicht alles. Man kann hier unten dran schrauben. Und hier drin ist so blaues Pulver. Boah, wir müssen bestimmt den Lolli in das Pulver dippen. So, und jetzt ist er voll damit. Und jetzt einmal probieren. Let's go. Und bam. Dieser Lolli schmeckt nicht lecker, sondern nach Stinkefuß. Obwohl es ja eigentlich sein Daumen ist. Super komisch. Naja, hier muss noch mehr ein Dory drin sein. Ich greif mal. Wieder hier in das Loch in seiner Brust. Hier drin ist noch irgendwas Glibberiges. Und das ist irgend so ein gelbes Organ von ihm. Aber ich habe hier drin noch mehr gespürt. Und ich glaube, das sind zwei Teile, die zusammengehören. Einmal irgend so ein Blaster und ein Auto. Und die sind beide so blau wie Dory. Setzen wir dieses Auto mal auf den Boden und blastern jetzt mit diesem Blaster irgendwo hin. So hier vorne. Und boah, das ist ein
gezeigt. Lassen wir mal nach da vorne. Oh, wow. Dieses Auto ist wieder dem Laser gefolgt. Das ist das coolste Spielzeug jemals. Jetzt gibt es noch einen Ort in Doide Dome, in den wir noch nicht reingeschaut haben. Und das ist... In seinen Hut. Wir waren ja schon in seinem Kopf drin. Aber in seinem Hut ist bestimmt auch noch was. Ich schneide ihn hier hinten mal auf. So, das sollte passen. Und ich greife rein. Und boah, ich hab da was, ich zieh's raus. Und das sind Süßigkeiten? Schon wieder? Hier waren doch schon super viele Süßigkeiten drin. Naja, machen wir auch die einmal auf. Let's go. Aus diesem Döschen ist gerade einfach diese Springschlange hier rausgekommen. Das war ein Prank. Und ich habe mich voll erschrocken. Das Ding ist, das war noch nicht alles hier in seinem Hut. Ich greif noch mal rein und wow. Hier drin war auch noch eine Gehirnsüßigkeit und hier steht Kopfzerstörer drauf. Schauen wir mal, was drin ist. So. Und wow, hier drin ist ein Lolli. Der so aussieht wie ein Gehirn. Und irgend so ein Pulver. Lasst uns das mal auf Doide Dome schütten. So. Und zusammen probieren. Wir wälzen den Lolli wieder in den Pulver. So. Und essen ihn. Der hat übel bitter geschmeckt und boah, mein Kopf tut weh. Oh, ich habe mich gerade in ein Monster verwandelt oder so. Wie gruselig. Den essen wir lieber nicht weiter. Das Ding ist Doide Dome ist jetzt komplett leer. Hier sind keine Organe mehr in ihm drin. Und das bedeutet, wir schneiden jetzt den Doktor auf. Wir haben nämlich die 10.000 Likes Ihr erreicht. könnt mich aber trotzdem noch nicht aufschneiden. Warum nicht? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Hör genau hin. Und wow. Habt ihr das gerade gehört? Hier an dieser Tür hat es doch gerade geklopft. Lass uns direkt mal schauen, wer da ist. Let's go. Wow. Es ist auch der Doktor. Aber diesmal hat er einen Körper. Du schneidest mich nicht auf, das lasse ich nicht zu. Nein. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten, Freunde. Aber wow, sieht so aus, als ob der Doktor hier unten an den Strom angeschlossen wäre. Und hier ziehen wir jetzt einfach dran. Let's go. Nein, tu das nicht, stopp, lass los. Der Doktor klappt in sich zusammen. Er hat ja auch keinen Strom mehr. Das Ding ist wow. Jetzt leuchtet sein Bildschirm wieder. Und er hat so ein rotes Auge bekommen. Bewegen tut er sich aber immer noch nicht. Und deswegen legen wir ihn jetzt auf den Operationstisch. Und schneiden ihn auf. Let's go. So, Freunde, ich habe den Doktor hier auf den Tisch gelegt. Und jetzt schneiden wir ihn auf. So, ich mache hier direkt mal einen Schnitt. Und wir schauen direkt mal, was der Doktor so gegessen hat. Hier drin ist es auf jeden Fall übel schleimig und es sieht so aus, als ob er eine Schnecke gegessen hat. Ja, Igitt, und hier unten dran eine Schnecke. Ist ganz wie ekliger Schneckenschleim. Warum isst man sowas? Naja, schauen wir mal an die Stelle, wo das Herz vom Doktor sitzen sollte. Boah, ich spüre da gar kein Herz. Sondern nur was Hartes und das ist... Eine Fernbedienung? Können wir damit den Doktor etwa fernsteuern? Lass uns mal hier in dem Rädchen drehen. Let's go. Und wow, sein Monitor hat gerade gewechselt und darauf ist jetzt so ein komisches Auge zu sehen. Boah, das heißt, mit der Fernbedienung können wir steuern, was hier angezeigt wird. Drehen wir mal nochmal weiter. Let's go. Jetzt ist der Doktor einfach eine Frau. Schaut mal, da sind ganz viele Herzchen. Naja, genug rumgespielt. Wir stellen ihn wieder auf den Standby-Modus. Weil nicht, dass er gleich noch aufwacht. Fernbedienung wieder rein. Dafür holen wir aber was anderes raus. Ich sehe nämlich noch was. Und das ist ein Handy. Ja, und das ist aus Poppy Playtime Kapitel 4. Lass uns direkt mal schauen, wie das Ganze aussieht. Und boah, cool. So ein krasses Handy habe ich noch nie gesehen. Aber wartet mal. Da fehlt ja der Bildschirm. Das ist gar kein echtes Handy, sondern man kann hier unten so ein Teil rausdrehen. Und jetzt ist es ein Blaster. Blaster wir mal damit ein bisschen rum. Let's go. Wow, da kommen übrigens kleine Kugeln raus. Hier ist eine gelandet. Schaut mal, wie mini die ist. So einen coolen Blaster habe ich noch nie gesehen. Aber wow, hört ihr das? Hier im Körper vom Doktor suppt irgendwas. Das wird immer lauter. Wow. Hier ist der Körper vom Doktor. Ist gerade einfach irgend so ein Flugzeug geflogen. Wow. Und hier sitzt er oben drauf. Wie krass ist das denn? Wir fangen es mal. Und die Motoren gehen aus. Und wow, ja, hier oben sitzt der Doktor drauf. Also zumindest so ein Bild von ihm. Wenn ihr auch so ein Flugzeug haben wollt, dann abonniert jetzt mal kostenlos diesen Kanal. Aber hier drin ist noch mehr. Ich greif mal wieder rein. Oh, da ist irgendwas Langes. Und man kann es drücken. Ich zieh's mal raus. Und das hier ist eine Roboterhand. Boah, wie cool ist das denn, wenn wir unten drücken? Geht hier oben die Hand auf und zu. Hallo, ich bin Dr. Ali Sawyer. Das Ding ist erst ja ein Roboter. Also macht es schon Sinn, dass da eine Roboterhand in ihm drin ist. Und mit der greifen wir jetzt direkt mal hier hoch in seinen Kopf. Und holen die nächste Sache aus ihm raus. Ich glaube, ich hab was, ja. Und das sieht aus wie so ein kleiner Skelettkopf. Den kann man hier oben aufschrauben. Und in ihm ist so ein komischer grüner Schleim. Aber, boah, der riecht übel lecker. Lass uns direkt mal ein bisschen von dem probieren. Let's go. Und boah, der schmeckt nach Säure. Oh nein, mein ganzes Gesicht löst sich gerade auch auf. Schnell wieder alles gerade rücken. Diese Süßigkeit können wir nicht mehr weiter essen. Das Ding ist, hier im Doktor ist noch mehr. Und das ist was Riesiges. Nämlich einmal dieses Teil hier. Stellen wir das mal hier hin. Okay, noch so eine lange Stange. Und noch ein Blaster. Ah, ich weiß, was man damit machen muss. Das hier muss hier draufgestellt werden. So, und jetzt fährt es hin und her. Und jetzt müssen wir versuchen, mit diesem Blaster die Poppy Playtime Monster umzublastern. Ich versuche mal Doide Dome zu treffen. Let's go. Und ja, wir haben ihn getroffen. Jetzt nur noch die anderen Poppy Playtime Monster umblastern. Let's go. Und wir haben gewonnen. Das Ding ist, hier in Doktors Magen ist noch mehr. Er hat noch was gegessen und das ist eine wabbelige Gummischlange. Ja, sieht die eklig aus. Und die klebt übel. Werfen wir sie mal an die Decke. Let's go. Oh, jetzt klebt sie einfach an der Decke. Oh, der Herzschlag vom Doktor spielt gerade verrückt. Und das bedeutet, er wacht gleich wieder auf. Nein. Gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Aber ich glaube, er wacht auf. Ja.